Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing zum zweiten Teil des Restaurierungsvlogs unserer Yamaha TZ 250. Ja, es sind tatsächlich schon ein paar Tage vergangen seit dem ersten Teil dieser Reihe. Das war vordergründig erstmal dem Faktor Zeit geschuldet. Wir waren unter anderem damit beschäftigt, Michaels Rotax-Rennmaschine noch Stück für Stück zu optimieren, währenddessen natürlich auch wieder die DHM-Läufe stattgefunden haben. Für unsere Jungs hat die Motocross-Saison wieder begonnen und natürlich, wie das Leben so spielt, kamen Urlaub und andere private Angelegenheiten noch dazwischen. Zweiter Faktor war zwischenzeitlich die Suche nach Ersatzteilen für die Yamaha TZ, gerade was Dichtungen oder Lager, solche Kleinteile betrifft, war das ein Stück weit ziemlich schwierig. Teilweise mussten wir die Teile in der ganzen Welt zusammensuchen, aber inzwischen haben wir da jetzt einen ganz guten Stand erreicht, dass es da in Zukunft gut vorangehen wird. Ganz untätig waren wir natürlich nicht. Und was sich seit dem ersten Teil getan hat, das möchte ich euch jetzt zeigen. So, da sind wir nun wieder zurück in der Werkstatt. Neuer Tag. Inzwischen habe ich die Kurbelwelle vom Überholen zurück. Sieht wieder aus wie neu. Alles überholt, neue Lager, schön dick eingeölt. Und jetzt soll es an den Zusammenbau des Motors gehen. Da müssen wir jetzt zunächst noch die äußeren sündhaft teuren Kurbelwellenlager montieren. Da hatte ich das Glück, nochmal 2 Satz zu halbwegs akzeptablen Preisen zu bekommen. Denen verpassen wir jetzt gleich noch einen Schluck Zweitaktöl, damit wir da von Anfang an direkt Schmierung haben. Da noch der zugehörige Simmerring auf der Zündungsseite. Ölen wir ebenfalls die Dichtlippe schon mal ein bisschen ein. So sitzt die Welle jetzt richtig. Dann brauchen wir noch diese beiden Stifte als Verdrehsicherung. Die auf ihren Platz bringen.
So, die Getriebewellen kriegen dann auch schon mal einen Schluck Öl, damit wir da dann später auch direkt Schmierung haben. So, der Rumpfmotor ist nun zusammen. Ich musste da noch mal einen kurzen Schnitt einfügen, weil ich beim Verschrauben der Gehäusehälften noch ein defektes Gewinde entdeckt habe. Das heißt, ich musste alles nochmal auseinandernehmen, das Gewinde reparieren und nochmal von vorn beginnen. Aber jetzt ist alles zusammen. Sieht soweit auch sehr gut aus. Im nächsten Schritt soll jetzt der Seitendeckel montiert werden, um anschließend da die Kupplung zu montieren. Den Seitendeckel habe ich nochmal als Ersatzteil bekommen, der sieht noch sehr gut aus. Lediglich den Simmering möchte ich erneuern, den habe ich hier auch nochmal als New Old Stock Part. Wir entfernen den alten Ring jetzt. Und setzen den neuen Ring hier ein. Ja, man merkt das hier schon beim Anfassen, der neue Ring ist noch deutlich weicher. Also der drinne war, ist schon deutlich ausgehärtet. Deswegen kann es nicht schaden, den zu ersetzen. So, dann können wir das Antriebszahnrad hier aufsetzen. Und die Dichtung, die ich mir aus der alten Dichtung digitalisiert und neu gelasert habe. Passt sehr gut, wie man sieht. Dichtring ölen wir schon mal leicht ein. Dann können wir den verschrauben. Hier haben wir jetzt die zerlegte Kühlwasserpumpe. Die beiden Gehäusehälften sind komplett Ultraschall gereinigt. Wir haben ein neues Kugellager für den Impeller, die zwei neuen Simmerringe und die neuen Flachdichtungen, die ich mir digitalisiert und neu gelasert habe. Somit ist jetzt alles bereit, die Wasserpumpe wieder zu montieren. Bei diesem Dichtring ist auf die richtige Einbaulage zu achten. Dieser dichtet auf der einen Seite gegen das Getriebeöl, das hier die Mechanik und das Lager der Wasserpumpe schmiert, und auf der anderen Seite eben gegen das Kühlwasser im Wasserkreislauf. Der ist hier beschriftet mit Waterside, dass diese Seite eben auf der Seite des Impellers liegt.
Dann muss in den Schaft des Impellers die Passfeder wieder eingelegt werden. Und dann kann das Schneckenrad für den Drehzahlmesserantrieb hier wieder darüber geschoben werden. Und dann zum Schluss das getriebeseitige Antriebszahnrad. Da gebe ich schon mal ein bisschen Öl hier in das Gleitlager rein, da es wahrscheinlich ist, dass die Wasserpumpe noch einen Moment trocken liegen wird, bis die dann wieder endgültig zum Einsatz kommt und die ganzen Teile mit dem Getriebeöl in Berührung kommen. So, das Antriebszahnrad ist montiert. Das ging sehr stramm. Da musste ich jetzt eben zwischendurch nochmal mit ein bisschen Wärme nachhelfen. Aber jetzt ist es drauf. Fehlt nur noch der Sicherungsring. So sitzt. Der nächste Schritt ist jetzt der Drehzahlmesserantrieb. Bekommt auch schon mal einen Schuss Öl. Setzt sich dann wieder hier rein. Und der bekommt natürlich auch einen neuen Simmerring. Sitzt. Kurzer Funktionstest. Der Drehzahlmesserantrieb läuft. Fehlt nur noch die Gehäusedichtung. Und die 4 langen Gehäuseschrauben schieben wir schon mit durch, dann wissen wir, wo sie sind. Die Sicherungsschraube für die Drehzahlmesserwelle und die Gehäusedichtung gegen das Motorgehäuse. Damit wäre die Wasserpumpe der Yamaha TZ fertig überholt und bereit zum Einbau. Im nächsten Schritt soll aber erstmal auf der gegenüberliegenden Seite die Kühlwasserpumpe montiert werden, die wir ja bereits überholt haben, ebenfalls mit neuen Dichtungen versehen. So, damit ist auch die Wasserpumpe montiert. Ja, während ich jetzt auf die letzten Ersatzteile warte, um den Motor zu komplettieren, habe ich mir gedacht, ich nehme mir in der Zwischenzeit schon mal die Auspuffanlage vor. Hier sieht man jetzt den Ursprungszustand, so wie sie am Motorrad dran war. Es sind irgendwelche nicht zu identifizierenden Schalldämpfer verbaut. Die sollen runter, da soll dann am Ende was Schöneres draufkommen. Man sieht auch hier, die sind mit Dichtmasse und etlichen Schichten Dichtpapier da montiert. Alles ein bisschen improvisiert hier auch. Das wollen wir dann alles wieder schön machen. Deswegen werden die Schalldämpfer jetzt erstmal entfernt, die Auspuffe selbst gereinigt und neu lackiert. So, die Auspuffe sind fürs Erste gereinigt.
Die Endschalldämpfer habe ich entfernt. Sieht jetzt im gereinigten Zustand gar nicht mal so schlecht aus. Es sind ein paar kleine Reparaturstellen dran, das soll aber nicht allzu schlimm sein. Hier der Anschluss für den Endschalldämpfer wurde schon mal repariert. Da hat sich aber wieder ein Riss aufgetan, den werde ich jetzt einmal sauber verschweißen. Und hier hinten der Halter wurde anscheinend schon mal repariert. Da ist das Loch aufgefeilt oder es hat sich aufvibriert. Das werde ich jetzt auch nochmal sauber verschweißen, dass wir da wieder auf der sicheren Seite sind, dass das nicht irgendwann weiter ausreißt. Da hängen die Auspuffe nun, frisch lackiert, wie man sieht, zum Trocknen im Heizungskeller. Der Halter ist repariert, das Loch neu zurechtgefeilt. Die Endschalldämpfer sind ebenfalls schon angekommen. Da sind noch ein paar kleine Anpassungsarbeiten notwendig, damit geht es dann demnächst weiter. Ja, soweit zum Stand der Restaurierung der Yamaha TZ. Inzwischen habe ich auch die Zylinder samt neuer Kolben vom Motorenbauer zurück. Damit wird es dann im nächsten Teil weitergehen und natürlich mit der Montage des Motors in das Fahrwerk. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es mit der Yamaha TZ oder unseren anderen Aktivitäten weitergeht, abonniert gerne den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.